all diese Dinge, die man im 5er, 6er Golf kaufen kann und konnte oder nachrüsten konnte, wollte ich halt da drin haben, funktionsfähig. Und das war das Goal eigentlich von dem Auto. Und dass es halt aussieht wie vom Band gelaufen. In der Basis steht da eigentlich ein Golf 5 im Zweierhäuschen. Mein Name ist Mario, ich bin 52 Jahre, komme aus der Nähe von Hanau und ich fahre einen Golf 2 TFSI. Good Old Times 2025. Das Event für Altblech-Fans. Sichert euch eure Tickets unter www.goodoldtimes-event.de und feiert mit uns zusammen im Museumspark Rüdersdorf. Also im Endeffekt stand die Idee aus meiner Vorgeschichte heraus, nochmal einen Golf zu bauen. Und das war halt so 2005 die initiale Zeit, wo ich gesagt habe, ich würde mir gerne nochmal einen Zweier Golf bauen, den ich dann mit in die Rente nehme. Also ja, und dann stand auch schon im Prinzip im Kopf schon fest, wie das Auto aussehen sollte äußerlich. Im Endeffekt kaum anders, bis auf Räder, wie mein grünen Golf, den ich vorher hatte, von 96 bis 2000. Und ja, aber auf keinen Fall einen VR6, weil ich den in dem grünen Golf schon drin hatte. Naja, und dann wollte ich motortechnisch halt einfach auf Vierzylinder gehen, Turbo. Gut, das Ganze ist ja entstanden schon, wie gesagt, 2005, 2006, wo ich dann wirklich gebaut habe bis 2007. Und der Motor war damals halt 1.8T, das war das, was jeder eigentlich verbaut hat. Und da habe ich meinen Motorenmann angefragt. Und der sagte dann, 1.8T, schwierig, aber ich habe hier 2 Liter TFSI-Motoren aus dem Golf 5, also nächste Generation. Okay, ja, klingt gut. Hat das schon mal jemand gemacht? Ja, eben nicht. Also das war ja auch das erste Auto, das am Wörthersee mit dem 2 Liter TFSI in einer alten Karosse zu sehen war, 2007. Und dann habe ich mich herangewagt zu sagen, okay, ich mache das. Habe die eine oder andere Verbindung zur Volkswagen Entwicklungsabteilung gehabt, durch meinen Beruf. Und von daher habe ich mir dann gedacht, das funktioniert irgendwie, das kriegst du hin. So was ich im Kopf schon hatte, war wie gesagt, dass das Auto weiß wird. Eigentlich so, wie man es jetzt hier gesehen hat, das Auto. Genauso sollte außen aussehen. Felgen war jetzt noch nicht so, wusste ich noch nicht so genau. Aber äußerlich genau so. Und was jetzt die Technik anbelangte, war halt schon klar, du willst die 5-Loch-Achsen, also musst du dir einen Dreier-Golf kaufen. Weil ich habe dann immer ganze Autos gekauft, um die zu schlachten, weil du weißt, dann hast du alles, was du brauchst. Der Tank musste vom Dreier-Golf da rein, egal was da jetzt für ein Motor. Das stand also zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich dann schon vorsortiert habe, was ich alles brauche, stand noch gar nicht fest, was da für ein Motor reinkommt, außer 4 Zylinder. Naja, und dann suchst du halt und machst und tust und dann kombinierst du alles. Letztlich die erste Ausbaustufe war so, dass es ist ja gewachsen während des Baus eigentlich, muss man sagen. Der Dreier-Golf war eigentlich auch geplant, das Armaturenbrett zu spenden. Das habe ich dann wieder verworfen, weil dann wiederum ein anderer Kumpel einen Vierer-Golf geschlachtet hat. Und ich konnte dann im Prinzip die komplette Klima, Armaturenbrett, alles vom Golf 4 übernehmen. So war das im Prinzip ein Auto nachher, das 2007 nach 16 Monaten Bauzeit auf der Straße stand, von Golf 2 bis Golf 5.
Dreier hatte die Achsen, die Sitzausstattung spendiert, den Tank und damals noch ABS. Der Vierer Golf war halt Interieur, was Armaturenbrett anbelangte. Der Gesamtkabelbaum, der auch zu den Lampen geht und so weiter. Und der Fünfer Golf Motor mit Tacho, weil Wegfahrsperre hat funktioniert. Also sie tut genau das, was sie soll. Das wollte ich auch nicht rausprogrammieren lassen, weil zu der Zeit damals hat es halt auch keinen gegeben, der sich mit diesen neuen Motoren schon ausgekannt hat, in dem Sinne. Ja, und dann war das halt im Prinzip 2007, wie er auf die Straße kam, dann so ein zusammengewürfeltes Fahrzeug von Golf 2 bis Golf 5. Das hat natürlich dann, weil du gerade in den Innenbereich dann reinguckst, Tacho, es fehlen dann verschiedene CAN-Bus-Informationen, weil der 5er Tacho nun mal über CAN-Bus funktioniert, fehlen da verschiedenste Informationen, sodass eigentlich ich keine Multifunktionsanzeige hatte. Ständig war die Tür hinten rechts offen, beim Zweitürer, ganz wild. Und Tacho hat natürlich nicht funktioniert, weil das 3er ABS keinerlei Informationen an das 5er Tacho weitergeben kann. Und das hat mich dann nach 2 Jahren so ein bisschen lustlos gemacht, mit dem Auto zu fahren. Wo ich dann gesagt habe, gut, also jetzt da wieder einen Tuner ranzulassen, der dir wieder alles ausprogrammiert, mit Steuergerätchen arbeiten oder sonst irgendwas, da hast du keinen Bock drauf. Naja gut, dann machen wir doch mal alles vom 5er rein. Naja, und so ist das entstanden letztlich. Also das ist eigentlich in den Jahren entstanden, wo ich die ersten 2 Jahre mit gefahren bin, sodass ich dann gesagt habe, ich muss da was machen. Und dann hatte ich halt das gute Glück, dass ich bei mir auf der Arbeit gab es noch Fahrzeuge aus also wo ich arbeite, in der Firma, wo im Prinzip nicht geleast waren, das waren gekaufte Autos. Und da konnte ich dann mit dem Fuhrparkleiter einen geilen Deal aushandeln. Das war dann 300.000 Kilometer Diesel, 4-Türer, mit Klima und Navi. Das war so die Top-Ausstattung für da. Und das Ding habe ich dann gekauft für einen sehr guten Kurs. Und hätte das Auto dann sofort fürs Doppelte schon wieder gleich weiterverkaufen können. Nützt mir ja nichts, weil dann muss ich ja wieder was anderes kaufen. Ja, und dann habe ich dann geschlachtet und habe dann im Prinzip alles da reingebaut, was halt so ein 5er an Technik, Steuergerätchen und Kabelbaum hat. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. In der Basis steht da eigentlich ein Golf 5 im Zweierhäuschen. Noch ein bisschen abgedatet durch Klimabedienung Golf 6. Das Navi wanderte vom RNS 510 dann langsam auch Richtung Golf 7. Also da ist ja dann jetzt auch so, was im Scirocco 2016 drin ist. Der Tacho ist vom Scirocco 2016, damit es halt so noch ein bisschen sich aufgewertet wird. Das Lenkrad ist vom Scirocco 2016, also das ist dann schon so Golf 7-like. Und das macht das Auto, finde ich, halt dann nochmal unheimlich viel frischer. Und ich fahre mit dem Ding unheimlich gern. Also ich setze mich da rein und denke mir, ja, das hätte man so kaufen können. Also ich war schon Autokraftfahrzeug-affin schon immer. Also da, wo ich herkomme, da ist ein Omnibus- und Transportunternehmen gewesen. Und mich haben schon immer diese großen Dinger fasziniert. Große LKW, die Busse und so weiter. Und das war eigentlich so die Initialzündung. Ich glaube, da ist so ein bisschen das Diesel in mein Blut gewandert. Und Autos haben mich zu der ersten Zeit, das war noch so Teenie-Alter, noch gar nicht so wirklich interessiert. Meine Kumpels, die haben dann angefangen, die Mofa-Führerschein, solche Geschichten, hat mich nicht interessiert. Ich wollte auf dem Hof die Busse fahren. Mofa, 2 Rädchen, ein kleines Ding, was will ich damit? Und so kam es dann auch, dass ich bei Käsbohrer, was ja Omnibusse gebaut hat früher, eine Lehre angefangen habe. Weil ich auch nicht bei BMW, Mercedes oder VW arbeiten wollte, weil mir die Bremsscheiben zu klein waren. Also so, ich wollte halt die dicken Dinge haben. Und dann hat es aber sich natürlich parallel so ein bisschen auch, wenn man dann mit den Jungs weggegangen ist, ich war dann noch so 17, 16 und die Jungs langsam 18 geworden, die Kumpels, dann kam dann der 1er Pirelli oder 2er GTI
Und so haben die dann auch so ein bisschen ADS Cup Räder drauf gemacht. Alles moderat, gar nichts Wildes. Der Zeit angepasst damals, sag ich mal, und auch im Geldbeutel logischerweise. Und so hat sich das bei mir dann auch so ein bisschen entwickelt. Meine Mutter hat auch einen Zweier Golf gefahren. Der hat dann auch, der war sogar so ein bisschen gepimpt Richtung Spoilerwerk, was halt in den Ende der 80er, Anfang 90er halt hip war. Und da hat man dann halt auch ein bisschen geguckt und ja, und so entstand es eigentlich. Und dann habe ich halt irgendwann mal ein paar Jungs hier aus dem Umkreis kennengelernt, die halt damals schon wirklich die Nägel im Kopf hatten, die rostigen. VR6 Turbo, G60 Umbau vom GTI und ich habe nur da gesessen, wie mir dann so auf Treffen, also auf Mittwochs Pizzatreffen war, wo man sich so ein bisschen dann halt getroffen hat, wo ich dann immer nur so, okay, das geht, das kann man alles mal, also, oh. Naja, und so hat es halt angefangen. Und so habe ich dann im Prinzip meinen ersten Golf, der war schwarz, war ein GTI, habe ich von meiner Mutter übernommen. Die hatte den dann verkaufen wollen eigentlich, kriegt man nichts mehr für. Und da habe ich gesagt, naja, also das ist zu schade, dann nehme ich den. Und das war mein erstes Szene-Auto eigentlich. Und da habe ich dann langsam angefangen, Jahr für Jahr was dran zu ändern. Hauptsächlich natürlich im Winter. Hat im Sommer dann so ein Dieselgolf mit 350.000 Kilometer, der uns wirklich von A nach B gebracht hat. Das treueste Auto ever. Und ja, und dann habe ich diesen Golf, diesen schwarzen, 96 erstmal am Wörthersee. Da wird der Nagel noch rostiger, wenn du da warst. Und so hat sich es dann einfach entwickelt. Und dann bin ich 97, also 96, 97, habe ich gesagt, okay, Auto wird umlackiert. VW-Szene geblättert, geile Farben gefunden. Das Ding habe ich einfach grün lackiert von einem 1er Golf. GTI ist geblieben, er hat eine andere Felgen bekommen, ein Gewindefahrwerk gleich rein. Dann das Jahr drauf G60, man will immer mehr. Dann TH-Lines ganz breit und so weiter und VR6-Umbau im dritten Jahr. Und so hat sich das hochgeschaukelt. Und das Auto war eigentlich in allen Zeitschriften, die damals so hip waren. Und das war so die Sache. Naja gut, dann ist man mit dem Studium fertig, ist dann Maschinenbauingenieur und sagt sich so, naja, jetzt könnte man mal was anderes so. Und ich habe den unheimlich gut verkauft. Also das war Anfang der 2000er, wo es noch D-Mark waren, habe ich da richtig Geld für bekommen. Und dann war er weg. Dann kam ein Audi, dann habe ich auch umgebaut und gemacht und dicke Räder drauf und so weiter. Das hat mich also nie losgelassen, das ganze Thema. Und dann kam im Prinzip, naja, ich will nicht sagen eine Lehre, aber letztlich so, ja, so ein Zweier Golf wäre schon mal geil. Und dann kam das Projekt, was ich jetzt hier habe. Gehört meiner Frau. Sie hatte, ist ja auch so ein bisschen Benzin im Blut, kann man ja sagen. Und auch bei ihr ist das alles gewachsen eigentlich. Sie hat damals schon, da haben wir uns noch gar nicht gekannt, ein Polo gehabt, wo sie Sachen ein bisschen verändert hat. Jetzt nichts Wildes, alles easy. Und ja, wir kamen dann zusammen. Sie hat natürlich dann den Golfaufbau, den grünen Golfaufbau damals mitbekommen. Und sie hat eine Freundin gehabt, die halt auch einen 3er VR6 gehabt hat. Und das war halt für sie, boah, heilige Gral, kann man sagen. Ja, und dann hat sie sich den Traum erfüllt, einen 3er Golf VR6 zu kaufen. Und den haben wir dann auch. Natürlich, bei uns ist es halt so, wir machen dann halt auch da dran was. Der war schwarz, hat schwarzes Leder gehabt, war ein schönes Auto, wunderbar. Und den haben wir umlackiert, neue Räder drauf gemacht. Wir haben die Radläufe gezogen, wie das halt damals auch noch so Ende der 90er, eher Anfang der 2000er so der Stil war. Polotürgriffe und vor allen Dingen, und das war auch neu, 4er Golf-Scheinwerfer. Also keinen Nachbau in den 3er Golf reingemacht, sondern wirkliche 4er Golflampen. Das heißt, Grill angepasst, Haube angepasst, Stoßfänger unten alles zugemacht. Und das war so ihr Auto, das hat ihr auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, und dann irgendwann verkauft. Das nächste war dann ein Porsche Boxster. Den haben wir dann sogar aus den USA importiert. Das war dann 2008. Und
haben wir den auch komplett quasi frisch gemacht. Also der ist auch zerlegt worden, da sind neue Räder drauf gekommen von Etabetta. Einmal von blau nach weiß umlackiert und das Ding hat ausgesehen wie aus dem Laden eigentlich. Und da ist auch ein paar Jahre mitgefahren und hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil halt es war der Hausfrauen Porsche mit 200 PS. Der hat gelegen wie ein Brett mit KW-Gewindefahrwerk Variante 3, aber er ist halt nicht aus Pötte gekommen. Und dann hat sie gesagt, nee, ich verkaufe ihn wieder, ich bekomme jetzt noch ein bisschen Geld dafür. Wenn ich jetzt noch 5 Jahre warte, du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Haben wir ihn wieder verkauft. Und dann irgendwann war es halt das Thema, oh, so ein Käfer, der wird mir gefallen. Ja, und dann war das halt über ihren ehemaligen Arbeitskollege, der hat so einen Käfer gehabt. Vorher haben wir uns noch einen anderen auch über seine Beziehung angeschaut. Der war aber nicht so doll. Und dann hat meine Frau halt immer an ihm so ein bisschen gegiggelt und hat gesagt, komm, jetzt verkaufen wir doch dein Auto. Du weißt doch, in welche Hände er kommt. Weil er selber natürlich auch an dem Auto gehongen hat, das viele Jahre gehabt hat. Ja, und so ist es dann tatsächlich gekommen. Seine Frau hat dann halt auch noch so ein bisschen getrieben und hat gesagt, komm, jetzt, du weißt, wo er hingeht, mach das doch. Ja, und so kam der Käfer dann hierher. Ja, der Käfer hat eigentlich so vom ersten Erscheinungsbild ganz gut ausgesehen. Er war schwarz und hatte an den Türen so ein bisschen rot. Und dann haben wir gesagt, okay, wir zerlegen den, wir machen den. Unsere Bacher Sitte ist es dann, ja, du willst es halt perfekt haben irgendwie. Und dann fängst du an und da und dort und dies. Und dann kommt man dazu, okay, es wird jetzt komplett zerlegt, der wird gesandstrahlt, da wird alles gemacht. Und bevor er zum Sandstrahlen kam, haben wir erstmal untenrum alles abgeschnitten. Ich habe da ein Gestell reingeschweißt, untenrum abgeschnitten. Dann ist es angestrahlt worden, dann habe ich ein Jahr lang im Prinzip sämtliche Frontbleche, Heckbleche, Schweller, alles neu eingeschweißt. Es hat ein Jahr gedauert und dann haben wir den nach und nach halt komplett so aufgebaut, wie man jetzt hier sieht. Und das war eine Gesamtzeit, wie gesagt, von 3,5 Jahren. Tanja selbst hat mit ihrer Mama die ganzen Näharbeiten gemacht. Die haben sie also an die Nähmaschinen gesetzt. Und sie ist jetzt keine Sattlerin, die Mama, aber die hat gute Maschinen daheim. Und da haben die das wirklich komplett in Eigenregie alles gemacht. Und wir haben das Auto auch, kann man sagen, wirklich zu 100%, also nein, 90% selbst gebaut. Die 10% oder weniger sind dann halt die Lackierarbeiten. Wobei wir ihn lackierfertig zum Lackierer gegeben haben, der ihn dann lackiert hat. Und da sind wir dann bis nach Lüdenscheid gefahren sogar. Und weil wir da einen guten Bekannten haben, der uns das dann gemacht hat. Aber alle Vorarbeiten waren hier bei uns in Eigenregie und ja, so ist das Auto entstanden. Wir haben aber, es hat immer noch Einkreisbremssystem, er hat immer noch Trommelbremse vorne, er ist immer noch komplett so, wie er damals war. Natürlich auf 12 Volt, da war er schon, wie wir ihn gekauft hatten, das haben wir auch gelassen. Aber wir haben alles funktionsfähig gemacht, die Winker, Blinker, alles neu. Und naja, da ich es ja mit Kabeln so ein bisschen habe bei meinem 5er Golf oder 2er mit 5er, habe ich natürlich auch einen ganz neuen Kabelbaum gebaut für das Auto. Weil das Schlimmste ist, dass sie die Hütte abbrennt, weil irgendwo Lüsterklemmen, Tuning, das kann ich gar nicht haben. Also einmal frisch. Ja, und so ist das Auto entstanden und steht jetzt eigentlich besser da wie neu, glaube ich. Also rein, wie er damals vom Werk kam, glaube ich, war vielleicht nicht ganz so, wie er jetzt da ist. Also der Käfer ist Baujahr 1955. Der hat im Dezember 1955 das Licht der Welt erblickt und ist noch, und das ist das Besondere daran, für meine Begriffe, ist noch ein Modell vor der Million. Der Swarovski-Käfer, der in Wolfsburg steht, ist also später gebaut als dieser Käfer da. Und das macht es meiner Meinung nach schon auch besonders, um zu sagen, wir investieren so viel Liebe in dieses Auto. Also das hätte ich, glaube ich, nie mit dem 70er, 72er Mexiko Sparkäfer gemacht, niemals. Aber mit so einem Auto kann man das machen, glaube ich, und das war der Grund eigentlich, warum er dann jetzt auch so aussieht, wie er aussieht.
Ja Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal von Sauerkrauts. Und vielleicht sehen wir uns ja auf einem inneren Blumenpflücken. Peace.